So good afternoon, Guten Abend. and sorry that I don't speak German, Dass er kein Deutsch spricht, dafür ist er but traurig. my presentation should be easy enough to understand that with translation you'll follow it. Ja, es sollte einfach genug sein, seine Präsentation, und sollte gut zu verstehen sein mit der Übersetzung. I want to have some verses read in German. Also jemand, der dann die Verse in Deutsch liest, brauche ich vielleicht auch noch eine Bibel oder so. Sind es die Verse? These are the verses? That's the first one. Kann ich machen. Willst du es machen? Also hier ist Genesis 12, verse 1 and 2. 1. Mose 1 und 12, 1 und 2. Welche Übersetzung? Which translation? I don't know about your translations in German. Alright. Choose one. Irgendeine. Ja, ist egal. Ich habe jetzt die 203, Elberfelder. Das ist okay, klar. So, was war das? Genesis 12, 1 und 2. 1. Mose 12, 1 und 2. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. This prophecy is one of the most, it's one of the prophecies that has the most impact on the world. Das ist die Prophezeiung, die den größten Einschlag oder die größte Wirkung auf der Welt hat. And it should have a great impact on us today. Und es sollte eine große Wirkung auf uns auch heutzutage haben. One of the promises to Abraham was to make a great nation of him. Ein Versprechen an Abraham war, dass er eine große Nation werden wird. That's the promise that we're going to talk about. Und das ist das Versprechen, über das er reden wird. Next is Genesis 18, verse 19. 1. Mose 18, 19. Willst du lesen? Laut. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Abraham was chosen by God because God knew that he would command his children so that the faith would continue. Abraham war auserwählt, weil Gott wusste, dass er seine Kinder im Glauben führen würde, dass das weitergeführt werden wird durch Abraham und seine Kinder. Deuteronomy 14:2. You know what Deuteronomy is? 5 Moses. 5. Mose. Ja. 5. Mose 14, 2. Denn du bist ein dem Herrn, deinem Gott, geweihtes Volk, und dich hat der Herr aus allen Völkern, die auf Erden sind, für sich erwählt, dass du sein eigen seist. God wanted to have a nation. Gott wollte für sich eine Nation haben. A nation that was outstanding among the other nations. Eine Nation, die von allen anderen Nationen herausgestochen ist. Ja. The study of the nation of Israel is not a study of how to make an individual righteous. Ja, wenn man das anschaut oder das Volk Israel anschaut in dem ganzen Kontext, dann ist es nicht, dass ein Einzelner gerechtfertigt oder rechtschaffen wird, sondern es geht ums ganze Volk an sich. God's purpose was to preach to the whole world, and he needed something in the world that everybody could look to. Gott hatte vor, der ganzen Welt zu predigen oder eben sich zu zeigen.
Und dafür hat er ein Volk gebraucht, wo die ganze Welt eben draufschauen konnte und das erledigt hat, die Aufgabe erledigt hat. So Israel was built to be an emblem, something that the world would know represented God. Also Israel war auserwählt dazu, eben für Gott zu stehen, dass jeder sehen konnte, dass Israel auserwählt war und worauf sie schauen können, wenn sie von dem einen Gott erfahren wollen. That everyone in the world would have an opportunity to go to find the true God. Dass jeder auf der Welt eben eine Möglichkeit hatte, wenn er den einen Gott gesucht hat, dass er wusste, wo er hingehen kann. Und das war dann Israel in dem Sinne. So as you read the stories of the Exodus and the other stories of Israel, you should see that that was so obvious that they had the living God that everybody should want that. Wenn man eben den Auszug aus Ägypten anschaut und eben das ganze Buch, das 2. Mose und eben ganz, was Israel passiert ist, dann ist es so offensichtlich, dass sie den lebendigen Gott haben, dass eigentlich jeder das haben will, ja, dass eigentlich jeder das haben wollen würde. 1 Peter 2:9. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, damit ihr die herrlichen Taten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. The New Testament church is built by God for the same purpose. Die Kirche im Neuen Testament, die da eben aufkam, die war von Gott für den gleichen Zweck erschaffen oder gebildet worden. Ja. To be an emblem that the world can see, so they know where to find the true God. Ja, um eben ein Zeichen zu sein oder was sie sehen konnten, wo sie hingehen können, wo die Menschen hingehen können, wenn sie den einen Gott suchen, ja, wo sie sich hinwenden können. So I'm going to have a presentation about God's church in the Philippines. Also er wird eine Präsentation machen von der Kirche in den Philippinen. And the development of that church through teaching children and youth. Ja, und die Entwicklung eben von der Kirche Gottes durch die Erziehung oder die religiöse Erziehung oder die Glaubenserziehung von Kindern. Ja. My hope is that that will encourage you individually and collectively to reach out to young people and children. Ja, seine Hoffnung ist, dass er eben jeden Einzelnen und aber auch im Gesamten uns erreicht, dass man sich mit jungen Leuten auseinandersetzt, was den Glauben betrifft. So as we watch, don't try to get every detail, but rather collect the overview. Ja, wenn man sich das jetzt anschaut oder wenn wir uns das anschauen, dann versucht jetzt nicht unbedingt jedes einzelne Detail zu erfassen oder auch alles, wie die das dort machen, sondern eher das Ganze zu erblicken und vielleicht den gesamten Weg dann zu erfassen, wo er hingeht. There's 60 years of development in the church in the Philippines. Also er ist Teil von 60 Jahren von Entwicklung von dem Ganzen in den Philippinen. We're going to cover that in a few minutes. Und das werden wir uns jetzt in ein paar Minuten anschauen. Also innerhalb ein paar Minuten. Okay, your job is to translate the language underneath? Yeah. Okay. Use the microphone. On the light? He can't translate that one. Translate that. Ja, it's übersetzt und gesungen von Mildred Ancheta. Das ist jetzt Yumi Minan, die Kinder erzieht in
Yagnokali. Is it the arrow, little ears, little mouth, little face, where you are going and here or the father in the himmel is watching you? So be aware again. Genau, macht das nicht, ne? Ja, Kindererziehung in den Philippinen. Das ist eine Schule in 1968 von Isalina. Das war zu schnell. If you can't finish it, don't mind. Never mind. Das ist das Team von 1977. Das ist von 1978 das Bibel-Team. Von 1983. '87. It's okay. Und hier gibt es einen Neustart in San Jose in 1987. Ja, die Auszahlen ist jetzt Is there a sound? No. Okay. This is an example of translating. Marvelous. We can imagine. And the children were the ones reading the Bible, reading the verses. Ja, die Kinder lesen hier die Verse. Ihr predigt da auf Englisch? Are you preaching in English and they're translating? That the teacher was teaching in English, she was translating into Ilocano. Also der Lehrer war auf Englisch und es wurde übersetzt in die Landessprache oder in die Sprache da.
Genesis 1:1 in Ilocano is, Idi pumyana iti Diyos pinarswana dagiti langlangit ket ti daga. But in Ilonggo it's, sakin siguran gintuga sang Diyos sang mga langit kagang duta. I thought there was sound on this part, sorry. The guitar is a very important part of their Das ist nach der Taufe, was der fragte, was er tun soll, um Gott zu dienen. Und dann wurde vorgeschlagen oder gesagt, dass er die Kinder erziehen soll. Mit Glauben. Das ist ein Jugendseminar 1992 für alle von Luzern. 56 unverheiratete Schüler von 12 bis 40. No sound again. Das ist die erste Reise nach Mindanao in 91. It's the capital, is it? Mindanao? Mindanao is the southern part of the Philippines. There's sound, but it's not arriving. It's arriving. Can you pause? It's not loud enough. Wir verstehen es ja sowieso nicht. It's gotta be careful, since turning up the volume and the other thing is very loud. Ach so. Ach nee. Und das ist nochmal die erste Reise nach Mindanao. Und das ist in 92 in Mindanao von Corbalay. Da wird auch, werden die Kinder erzogen. Es sind jetzt halt einfach verschiedene Städte, wo sie rumreisen. Ist es hier? Und es ist jetzt eher hier. Larry, where are the children on the first time? Where are they? They now. We'll talk in a minute. Okay. Das erste Seminar, das erste Mal in Zamboanga. Ja, von denen sind heute einige Lehrer dort, also Bibellehrer. Das war jetzt 2000, also vor 19 Jahren etwa.
Ist von Österreich jemand? Und das ist jetzt 2019 auch ein Trip, eine Reise wohin. Okay, we're going to just let those pictures play, and this is the time you can ask questions. Also die Bilder lässt er jetzt einfach laufen und jetzt kann jeder fragen, was er möchte. These pictures are recent. Every picture is in a different village, and that all happened in the last few months. Also die Bilder sind sehr aktuell. Die sind jetzt 2019 vor ein paar Monaten entstanden und alles, also es sind immer eine andere Stadt, ja, oder ein anderes Dorf. Okay? Wo sind die Kinder von früher? Was ist aus denen geworden? Sind Gemeinden entstanden? Bei ein paar wenige hat man jetzt gesehen, sind Lehrer geworden. Aber wenn das jetzt schon 60 Jahre läuft, wo sind die Kinder jetzt? Where are the children now, which we saw there? Yeah. They have been taught, and some got to be teachers, and the others. Yes, this is the important question. Okay. Das ist die wichtige Frage. In the first seminar, there was 56 students. About 15 of them are Bible teachers today. Also im ersten Seminar sozusagen, im ersten Unterrichtsblock waren 56 Kinder und etwa 15 sind heute. And they're already 40 years old. Ja, und die sind jetzt schon 40 Jahre alt. Their children are in the Bible schools. Denen ihre Kinder sind auch in der Bibelschule und werden dort quasi gelehrt. During each year, there was an expansion. Also jedes Jahr gab es eine weitere Verbreitung, also eine Vergrößerung, ja, von dem ganzen Gebiet, wo sie eben hingefahren sind und wo sie gelehrt haben. As they learn the faith, they learn the responsibility to work and share it. Ja, wenn sie anfangen, den Glauben zu erfassen, dann erfassen sie auch damit die Verantwortung, die sie damit haben, den Glauben zu teilen oder weiterzugeben. It's a completely volunteer church. Also es ist absolut eine komplett freiwillige Sache. Also die machen das aus freien Stücken, werden nicht bezahlt, wenn ich das richtig verstanden habe. So by example and by precept, we teach them to take any opportunity. Ja, durch ihr Beispiel und durch die Lehren an sich werden sie eben aufgefordert, jede Möglichkeit zu nutzen, um das Evangelium weiterzugeben, um die Lehren weiterzugeben. So when they have relatives that have a family, they go to their house and teach the children. Also wenn diejenigen, die jetzt dann dort waren und gelehrt wurden oder eben in dem Glauben erzogen wurden und die haben Verwandte, dann gehen die einfach dorthin und versuchen die zu gewinnen dafür, ja, und erzählen das und machen dort einfach Bibelarbeit. In one instance, the young lady that was translating was at a location and teaching the children. Ja, die Frau, die wir vorhin gesehen haben, die da übersetzt hat, die war ja, an einer Stelle und war dort einfach und after an hour, the adults were more than 100 gathered to listen. Und nach einer Stunde, nachdem sie eben vom Evangelium erzählt hat und von dem, was sie gelehrt wurde, waren es über 100 Leute, die sich plötzlich versammelt haben, um ihr zuzuhören. The American president said to the older preacher, "Aren't you going to start the Bible study?" The American president, it was my father, Ja. said to the elder minister there, "Why don't you start the Bible study?" Ja, also der Amerikaner, der dann da vor Ort war, das war sein Vater, was ihr Vater, der hat dann gesagt, ja, warum fängst du jetzt nicht an zu predigen oder eben das weiterzugeben? Ja, fang einfach an.
And the older minister said, never mind. She's doing fine. Ja, und der Ältere, der da eben auch mit vor Ort war, der hat gesagt, ja, sie macht es doch jetzt gerade schon. Her topic was the story of Abraham. Ihr Thema oder was über das er gesprochen hat, war eben die Geschichte von Abraham. Every adult needs to know the story of Abraham. Das sagt, jeder Erwachsene muss die Geschichte von Abraham kennen. It's very important for us to make the Bible understandable for everybody. Es ist sehr wichtig für Sie und somit dann, will ich sagen, auch für uns, dass man die Bibel verständlich macht für jeden. When you teach children, the adults understand. Ja, wenn man eben Kinder in der Bibel lehrt oder von der Bibel lehrt, dann versteht meistens der Erwachsene erstmal das, was er sagt. So, one of the examples shown was the man who was newly baptized. Ein Beispiel, das wir gerade vorhin gesehen haben, war der getauft wurde. He asked me, now that I have my faith, I'm baptized, what should I do to serve God? Ja, er hat einfach dann direkt nach der Taufe gefragt, jetzt bin ich getauft und ich habe einen neuen Glauben, aber was soll ich jetzt machen, um Gott zu dienen? We had been doing Bible schools once or twice a year with the children at his home. Ja, die haben bereits eben Bibelschulen oder eine Bibelstunde gemacht, Stunden mit den Kindern, aber ein- oder zweimal im Jahr mit seinen Kindern oder mit den Kindern vor Ort. There were always 10 to 50 children ready to have a Bible story. Also es waren immer so 10 bis 50 Kinder dort, die da dann auch eine Bibelgeschichte gehört haben oder auf Lager hatten. I told him, you start with Genesis 1, and then you do Genesis 2 and Genesis 3 and just continue. Er hat ihm gesagt, er soll einfach mit 1. Mose 1 anfangen, dann mit 1. Mose 2, 1. Mose 3 und immer weiter. He taught every day, and in 2 years he completed the whole Bible. Also er hat es jeden Tag dort gemacht, er hat es so gemacht, wie er gesagt hat, und in 1 year? 2 years. 2 years. In 2 Jahren hat er die komplette Bibel dort durchgehabt. There are many of those children who are Bible teachers today. Und von den Kindern, die das dort mitgemacht haben und mitgekriegt haben, sind heute viele Bibellehrer. The young people having a background in basic Bible, mostly in the book of Genesis, are good teachers. Die jungen Leute, die eben, so einen Background, also so einen Hintergrund haben von Bibelwissen an sich, hauptsächlich im 1. Mose, ja, in Genesis sagt er, im 1. Mose, sind meistens gute Lehrer. So we bring those young people together for seminars to prepare them for teaching. Also sie veranstalten jetzt auch Seminare mit gerade den jungen Leuten, um ihnen beizubringen, wie sie gute Lehrer werden, dann auch, wie sie es richtig ausnutzen können sozusagen. This is a recent one. Das ist erst kürzlich, also sehr, sehr neu. And we hope that they will choose their mate among their fellows. Also er hofft jetzt, oder sie hoffen allgemein, dass sie ihren Partner dann auch aus dem Glauben heraus nehmen und suchen. And time has proven out that the ones that do become the most effective teachers. Also über die Zeit hat sich gezeigt, dass die das machen, die ihren Partner eben aus dem Glauben suchen, dass das die effektivsten sind, die Besten da drin, die Stärksten in dem Glauben und im Lehren. So some of them choose to remain single to do the teaching. Manche entscheiden sich auch dafür, dass sie alleine bleiben, also Single bleiben, um eben auf Reisen zu gehen oder zu lehren dann auch. Some of them choose not to marry until they're 30 plus years old. Ja, manche heiraten nicht oder entscheiden sich dafür nicht zu heiraten, bis sie über 30 sind oder sogar älter. Limit their children to 1 or 2 so that they're free to travel and teach. Sie begrenzen sich eben oder haben dann nicht mehr als 1 oder 2 Kinder, damit sie einfach Zeit haben und die Kraft haben, zu lehren.
And now there are enough older ones that have made those kind of examples that it's very inspiring for the next generation. So, jetzt haben sie da genügend Leute, genügend ältere Leute vor allem, die dann auch ein Beispiel sind für die ganz Jungen, damit die sehen können, wie gut es ist, wenn man das macht. So this is our future. Das ist unsere Zukunft. Any other questions? Es ist leichter, eine Bibel zu haben. Is it hard to have a Bible there, or is it not hard to have a Bible there? The Philippines was under Catholic control for 400 years. Also die Philippinen waren unter katholischer Kontrolle oder katholischer Herrschaft sozusagen für 400 Jahre. After that, the Americans went there and flooded the Philippines with missionaries. Danach, also nach dem Ganzen, sind die Amerikaner gekommen und haben eben das ganze Land mit Missionaren geflutet sozusagen. Filipinos have a great respect for the Bible. They believe it's God's word on everything. Also die Filipinos haben großen Respekt vor der Bibel und sie glauben, dass es Gottes Wort ist. But very few of them have opened one. Very few of them have ever opened a Bible. Oh, okay. Ganz wenige haben eine Bibel überhaupt mal aufgemacht, obwohl das so ist. They love the Bible. Aber sie lieben die Bibel. Which were the obstacles you had to overcome? Welche Hindernisse hatten Sie oder hast du sozusagen, welchen bist du begegnet? Ja, welche Hindernisse musste er quasi überqueren oder hatte er, um so weit zu kommen? Which obstacles? I didn't really catch the question. Yeah, which obstacles? Which obstacles you had to overcome? In terms of religious obstacles, we don't really have any problem. In terms of physical survival, there are obstacles. But we just accept that as part of the work. Also so religiöse Probleme von möglicherweise anderen Gruppen oder dass da großen Widerstand gäbe, das haben sie nicht. Sie haben, ja, ich glaube mit der Versorgung, physical, ja, mit der Versorgung haben sie Probleme und es ist nicht immer alles vorhanden, aber sie haben das akzeptiert und es funktioniert wohl. The lack of understanding of the Bible provides opportunity to teach. Also dadurch, dass sie die Bibel oft nicht verstehen, ja, dass sie zu wenig Verständnis oder Verstehen da drin haben, ja, Kenntnis haben, das macht es einfacher, sie dann auch zu lehren. Ja. Sie wollen es dann teilweise auch wissen und nehmen es begierig auf. And even Jesus said, "Bring the children to me," because the children are open-minded. Ja. Sogar Jesus hat gesagt, bringt die Kinder zu mir, ja, weil die einfach offen sind für sowas und sowas hören wollen, unvoreingenommen. And a curious parent cannot avoid to go listen to what their children are being taught. Aufmerksame Eltern können gar nicht verhindern oder die hören einfach ihren Kindern auch zu, was sie gerade durchmachen und was sie zu sagen haben, wenn es ein aufmerksames Elternteil oder Eltern sind. Yeah, the reason why I asked that because the couple hostess here, they are working in Pakistan. And most of them are of Islamic beliefs. So I wondered whether you have obstacles. Ja, also, one second. Sie fragt einfach die Frage, ob es so viele Probleme gibt bei Ihnen, weil die beiden in Pakistan arbeiten und dort sehr viel islamischen Widerstand gibt in Pakistan. Ja, deswegen hat sie jetzt die Frage gestellt mit den Hindernissen. The Philippines has a large population of Islamic people also. Also die Philippinen haben auch eine große Anzahl in der Bevölkerung, die islamisch sind. But when we explain to them that we believe in the God of Abraham, the only true God, they're very willing to listen. Aber wenn sie eben anfangen, oder wenn sie denen erzählen und sagen, dass sie an den Gott von Abraham glauben, ja, dann sind die auch offen zu reden und zuzuhören. However, it's hard to get an opportunity to explain to them. Und es ist trotzdem sehr schwierig, gerade mit den islamischen, auf die ich jetzt gerade angesprochen habe, da eben die Möglichkeit zu bekommen,
sowas zu erzählen oder eben denen klarzumachen, was man möchte. But when we do, it's just as effective. Aber wenn sie dazu kommen, dann ist es sehr effektiv, also genauso effektiv wie bei der anderen Landbevölkerung. To have a sustainable church requires teaching children. Wenn man gerade You know that word? Sustain. insgesamt eine nachhaltige, also eine andauernde, andauernde Kirche haben will, ja, die lange überdauert, dann muss man einfach auch die Kinder erziehen. Ja, da führt kein Weg dran vorbei, sagt er. So I hope that this will encourage you all to look around you and see where the opportunities are to teach children. Ja, er hofft, dass es uns motiviert dazu, dass man auch um sich schaut und schaut, wo man Kinder dann auch eben den Glauben näher bringen kann. A person who learns the truth at the age of 60 can hardly quit their vices. Jemand, der mit 60 eben die Wahrheit kennenlernt, der hat Schwierigkeiten damit, eben seine alten Sachen abzulegen und das Neue schnell anzunehmen. Ja, er braucht lange. It's a struggle to try to have any kind of Christianity when you learn at an old age. Es ist ein schwererer Kampf, wenn man das in dem Alter dann machen möchte oder wenn man da dazu kommt, in dem Alter dann sein Glauben nochmal rumzureißen oder in eine andere Richtung zu lenken. Es ist einfach schwieriger. So, to have good, effective teaching, you need to start with youth. Wenn man effektiv lehren will, dann muss man mit den Kindern anfangen. That's the instructions to the Apostle Paul, to Timothy, because Timothy was a third generation believer. Das war auch die Anweisung vom Apostel Paulus an Timotheus, weil er in der dritten Generation war er schon Gläubiger. That he would be able to work in an effective way. Dass er eben auch, dass es ihm möglich war, dass es Timotheus möglich war, effektiv zu lehren. Das war Paulus wichtig. The end that we're looking for is that the church becomes an object that the people around it are drawn to. Also das Ziel ist eigentlich, oder war auch damals schon, dass die Kirche und die Gemeinschaft an sich so was Sichtbares, ein sichtbares Objekt an sich wird für die Leute drumherum, dass die eigentlich davon angezogen werden, ja, dass die da dabei sein wollen. Israel was God's preacher in Old Testament times. Israel war Gottes Verkündiger, die Verkündiger von Gott im alttestamentlichen Bereich. And in New Testament times, it has to be the people who know the truth. Und in neutestamentlichen Zeiten, also an unseren Zeiten, sind es die Leute, die die Wahrheit kennen. So we need as many people as we can find to say, I believe this, and to stand up and make themselves an example. Er sagt, wir brauchen viel mehr Leute, die bereit sind, aufzustehen und zu sagen, ja, ich verstehe das, ich bin bereit dafür, das zu machen. Because most of you are first generation or barely first generation believers of the true God. You understand the problem. Gerade weil wir oft in der ersten Generation erst diese Wahrheit oder das von dem einen Gott wissen, ja, und nicht in zweiter oder dritter Generation, und vielleicht nicht mal in erster Generation, ist das so wichtig. Ja. We need to shout because we have the God, the true God, like Israel did. Er sagt, wir müssen das hinausschreien, weil wir den einen wahren, wirklichen Gott haben, wie Israel. Our life, our teaching, our words, everything we do is the light for the world. Unser Leben, unsere Lehre,
das, was wir den anderen mitteilen, das ist das Licht der Welt. No sacrifice would be too difficult to do to save one person. Und kein Opfer soll dem im Wege stehen oder zu hart sein, zu schwer sein, um eine Person zu retten. So we need to stand for our belief and accept the responsibility. Wir müssen für unseren Glauben hinstehen, ja, also ja, einstehen und das dann auch umsetzen. Jedes Opfer ist Opfer, ja, genau. Any other question before I continue? I want to mention the story of Cain and Abel. Er will die Geschichte von Kain und Abel hier anbringen. Cain realized the need for food, so he planted so they would have something to eat. Kain hat die Notwendigkeit für Essen realisiert oder gesehen und hat dann angefangen zu pflanzen. Abel chose to watch animals, which they could not eat. Abel hat sich die Tiere angeschaut, die sie aber eigentlich nicht essen durften. When he saw the perfect one, he burned it as a sacrifice to God. Als er dann das perfekte Exemplar als Tier gefunden hat, hat er es dann verbrannt als Opfer. Cain also offered from the harvest that he had. Kain hat auch geopfert, allerdings von der Ernte von den Pflanzen, die er angepflanzt hat. God had respect for the sacrifice of Abel. Und Gott war das Opfer von Abel wohlgefällig. The respect was because of the thinking of Abel. Gott hatte Respekt dafür oder war das wohlgefällig, weil wegen der Denkstruktur, weil wie Abel gedacht hat. Ja. He put the sacrifice first and eating last. Er hat erst an das Opfer für Gott gedacht und nicht zuerst an das Essen, sondern es kam an zweiter Stelle. Christians who go to work every day and get food and eat, are they following the sacrifice of Cain or the sacrifice of Abel? Christen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und eben sich zuallererst um die Versorgung von sich selber kümmern, folgen die jetzt dem, was Abel gemacht hat oder dem, was Kain gemacht hat. We all need to think about that. Da müssen wir jeder Einzelne selber drüber nachdenken. Many times, someone in the Philippines begged me to give them a Bible. Es kam sehr oft in den Philippinen oder auf den Philippinen vor, dass er darum gebeten wurde, fast angefleht wurde, dass jemand eine Bibel bekommt. Could you tell someone no when they were begging you to have a Bible? Könntet ihr jemandem sagen, dass er keine bekommt, wenn dich jemand anfleht, eine zu bekommen? Many times I said, 3 times a day you eat 1 bowl of rice. Er hat ihnen öfter gesagt, dass sie dreimal am Tag eine Schale Reis essen. If you would reduce your food to 2 bowls of rice a day for 1 month, you would save enough money to buy a Bible. Also wenn derjenige, dem man das sagt, sein Essen oder seine Essgewohnheit reduzieren würde auf 2 Schalen Reis am Tag für einen Monat lang, hätte er das Geld zusammen für eine Bibel. So I could give you a Bible, but I'm not going to. Also ich könnte dir jetzt hier eine Bibel geben, aber ich mache es nicht. This is why they believe in sacrifice. Und das ist der Grund, weshalb sie auch, also die Menschen dort an Opfer glauben, also an Opfer von sich selber, Aufopferung. These are people that don't eat well. Das sind Menschen, die nicht so eine gute Ernährung haben, ja, nicht jeden Tag so viel zu essen haben.
If you want to satisfy God by having faith, you have to have faith. Wenn man Gott wohlgefällig sein will, durch Glauben, dann muss man Glauben haben. You have to make sacrifice. Da muss man Opfer bringen. Matthew 19 is Jesus teaching on that topic. Matthäus 19 ist, da lehrt Jesus über das Thema, spricht er über das Thema. If you don't do it, don't expect the people you're teaching to do it either. Alles, was ihr nicht als Beispiel tut, das könnt ihr auch nicht von denen erwarten, die ihr im Glauben erzieht oder lehrt. We live in a very comfortable world. Wir leben in einer sehr komfortablen Welt hier. So there's a lot we can learn from people that don't have very much. Also es gibt da auch gerade deswegen sehr viel, was wir von Menschen lernen können, die ganz anders leben als wir, mit viel weniger. Yeah. Things like this meeting don't happen without somebody making some sacrifices. Ja, so Treffen wie das hier, das gibt es dann auch nicht, ohne dass jemand gewisse Dinge opfert oder eben investiert. And nothing will happen in your neighborhood if you don't make some sacrifices. Und auch in unserer eigenen Nachbarschaft wird es sowas oder andere Dinge nicht geben, wenn man nicht was investiert oder was opfert. I hope that the pictures give you some hope. Er hofft, dass die Bilder von dort uns Hoffnung geben, dass sich was tut. I'm sure that most of the time you feel lonely. Er ist sich sicher, dass viele von uns einsam sind, sehr oft einsam, gerade wegen unserem Glauben. It's a lonely world believing in the one true God. Es ist eine wirklich einsame Welt, wenn man an den einen Gott in der Art und Weise glaubt. But nothing is more wonderful than finding someone else that will believe it. Und es ist nichts besser, nichts schöner, als wenn man jemanden findet, der das mit einem teilt, der genauso denkt und genauso glaubt. So I just want to encourage every one of us to find opportunity and do our best to reach out. Also er möchte uns einfach damit motivieren, dass wir unser Bestes geben, wenn wir eine Möglichkeit sehen, oder Möglichkeiten zu finden, wo wir das so ausüben und tun können. Thank you.